Und weiter geht es mit den Tagen 5 bis 8, seitdem ich Straßburg verlassen habe. Wir sind dann noch eine Weile an der Donau lang gefahren, bis wir nördlich von Budapest angekommen sind, alles noch TED-Strecken. Und dann von Budapest selber war die Transitstrecke nach Satu Mare rüber, totlangweilig. Ja, macht keinen Spaß. Und danach haben wir einen Tag Pause in Satu Mare gehabt. Das sind jetzt noch ein paar Bilder von der Donau. Wie man gleich sehen wird, wettertechnisch hatten wir ein bisschen Pech, möchte man fast sagen. Also, es hat ab und zu mal geregnet, was nicht so das Problem war. Das Problem waren eher die Temperaturen. Mit über 30 Grad war das eigentlich wie eine Sauna. So blieb das Wetter auch die nächsten Tage. Ziemlich warm, heiß, öfter mal Regen, sodass wir eigentlich auch Pausen genutzt haben an Tankstellen und so weiter, um Klamotten anzuziehen oder auszuziehen. Zum Tanken, ja, mussten wir relativ häufig. Mein Motorrad hat einen Tank, der hat 9,7 Liter und ich verbrauche ungefähr so zwischen 3,2, 3,5 Liter. Also so alle 200 Kilometer circa haben wir dann einen kurzen Stopp gemacht und getankt und haben uns irgendwann angewöhnt, dass wir uns an jeder Tankstelle tatsächlich auch ein Eis geholt haben und noch fix was zu trinken, sodass wir im Prinzip unsere Camelbacks eigentlich immer als Reserve dabei hatten. So, und hier jetzt ein paar Videos vom TED Ungarn. Wie schon angedeutet, eigentlich fast ausschließlich Feldwege, ab und zu mal Asphaltstraßen, so wie hier. Der Belag ziemlich schlecht. Also in Ungarn hat man tatsächlich die schlechtesten Straßenbelege auf der kompletten Reise. Wetter, ja, hatte ich schon gesagt, Regen, heiß und ansonsten relativ unaufgeregte Strecke, auch ziemlich einfach zu fahren, also schön zum Reinkommen. Irgendwann hatten wir dann mal noch eine Wasserdurchfahrt und das war im Prinzip eigentlich schon fast das Highlight in Ungarn. Könnte man sagen, wenn wir neben einer Wasserdurchfahrt nicht auch noch ein riesen Schlammloch getroffen hätten. Das so ein klein wenig zur Herausforderung geworden ist. Doch dazu kommen wir später. Erstmal geht es weiter auf irgendwie endlos langen Landstraßen und Feldwegabschnitten, mal wirklich durch den Acker, mal irgendwie durch Wälder, ein bisschen an irgendwelchen Flüssen entlang und ja, jede Menge Ungeziefer gab es tatsächlich. Wir sind dann auch mal an der Donau kurz abgestiegen, sind mal runtergegangen zum Ufer. Die Idee war auch ein paar Fotos zu machen oder so. Wir haben aber eigentlich nur kurz geguckt und sind dann sofort wieder weitergefahren, weil es einfach unglaublich war, was da an Mücken unterwegs war. Ansonsten, ja, das war dann hier die Schotterautobahn in Ungarn. Das ist, glaube ich, der Weg, den man angelegt hat, um diese Windkraftanlagen aufzubauen. Ja, hinsetzen, 80 km/h und einfach durch. Und da sind wir dann schon in der Wasserdurchfahrt. Gemacht wie immer, kurz angehalten, geguckt, wie tief es ist, durchgefahren. Und ja, nichts Wildes. Kamera läuft. Der TED-Abschnitt in Ungarn navigiert sich relativ einfach. Es gab selten Situationen wie hier, wo man mal ein bisschen gucken musste, wo es jetzt wirklich lang geht. Aber im Großen und Ganzen ziemlich easy. Nicht ganz so einfach wie das Navigieren war für mich das Wenden meiner Maschine. Wie man hier sieht, hat die eine ziemlich hohe Sitzhöhe, 920 mm, und bei meinen 1,79 heißt das, ich komme gerade mal mit den Zehenspitzen auf den Boden. Gelände oder wenn halt echt wenig Platz ist, ist das schon eine ganz schöne Herausforderung, das Ding zu wenden, wenn man drauf sitzen bleibt. Und da man ja öfter mal wendet, hat sich das dann irgendwann so eingebürgert, dass einmal Umfallen pro Tag fast schon die Regel wurde. Zum Glück ist eigentlich beim Umfallen bis auf den Spiegel nichts weiter kaputt gegangen. Das war eine ziemlich wirre Stelle auf der Sektion. Da ging es richtig steil runter und es sah auch so aus, als ob es noch steiler wird.
wir haben dann beschlossen, dass wir das, nicht unbedingt machen müssen, zumal aus dem Track nicht so ganz ersichtlich war, warum man da überhaupt runterfährt und danach eigentlich auf derselben Strecke wieder hoch. Mag sein, dass das für kleine Enduros oder Hard Enduros 'ne nette Strecke ist, aber für die KTM auf jeden Fall nicht. Wen wir da getroffen haben, waren 4 oder 5, ich glaube aus der Slowakei waren die auch TED gefahren sind, Typen. Alles mit relativ kleinen 300 bis 450 Kubikmaschinen, 'n bisschen Gepäck dabei und dann sind die da rumgeeiert. Ja, und da ging's dann hier auf so 'nen Aussichtspunkt hoch, wie man da hinten so 'n bisschen sieht im Hintergrund. Das war, glaube ich, auch so der höchste Punkt, der Umkreis von, keine Ahnung, 40 Kilometern. Der Rest war einfach alles nur flach. Es war brütend heiß den Tag und wir haben dann auch geguckt, dass wir weiterkommen und sind direkt in die nächste Navigationsfalle getappt und natürlich mit Umfaller. Hier sollte es irgendwie links runtergehen, dann einmal unten um den Berg rum. Ich bin dann ein bisschen rumgefahren und rumgelaufen, habe versucht, eine Strecke zu finden, die irgendwie mit dem Track zusammenpasst. Ja, um es kurz zu sagen, da ist schlicht und ergreifend nichts. Da war vielleicht mal irgendwann was, aber das ist, glaube ich, auch schon ewig keiner mehr gefahren. Da hat auch hier kein Google Maps und Luftbilder und irgendwas geholfen. Ähm, ja, 'n bisschen durch den Wald gefahren, versucht, noch irgendwelche alten Forstwege zu finden, über die man vielleicht weiterkommt. Hat alles nichts gebracht. Ich habe dann letztendlich wieder umgedreht, bin zurückgefahren und wir sind dann nach Kate, auf quasi auf der anderen Seite um den Berg rum, um dann auch direkt wieder auf die TED-Strecke draufzukommen. Nach weiteren ereignislosen Kilometern bei 35 Grad im Schatten haben wir dann irgendwann eine Ortschaft, gefunden. Ich glaube, ein alter Bergbau Siedlung. Da haben wir kurz überlegt, ob wir was essen gehen. Am Ende ist es dann, 'ne kurze Tankpause geworden, mit einer Rolle Keksen und ein bisschen was zu trinken. Dann sind wir weitergefahren und haben, in einem Hotel dann übernachtet in Tata oder so ähnlich. Also, das Ganze heißt Tatabánya, nicht Tatamoya. Da haben wir dann noch Abendbrot gegessen und ja, Blick aus meinem Fenster im Hotel hat dann so eine riesengroße Adlerstatue auf dem Berghang gezeigt. Und das, was hier so ein bisschen aussieht wie so ein Weihnachtsbaum, ist tatsächlich ein Mast mit, keine Ahnung, 12.000 Funk und Richtfunkantennen drauf. Hat den Sven natürlich gefreut, der ist sich da ein bisschen vom Fach. Neuer Tag, neue Tankpause, neuer Regen und weiter ging's dann mit einem schon kurz vorher angekündigten Event, einem Schlammloch. In dem Schlammloch, das man auch nicht so richtig umfahren konnte, haben wir dann gesehen, dass unsere slowakischen, slowenischen, was auch immer, TED-Brudis noch immer vor uns waren. Es war relativ frisch durchgewühlt alles und sah dann auch so vielversprechend aus, dass ich erstmal direkt die Kamera irgendwo in den Baum gehangen habe, also mein Smartphone in dem Fall. Noch ein paar Brombeeren genascht, dann haben wir besprochen, wie man hier am besten durchfährt. Ich habe es dann als erster probiert, ging eigentlich, war relativ tief und auch ziemlich lose, also weicher Untergrund. Und so kam es dann auch, wie es kommen musste. Als ich auch versucht habe, aus der Spur wieder rauszukommen, ist mir das Motorrad natürlich direkt wieder umgefallen. Halb so wild, nichts kaputt gegangen. Ja, wieder hingestellt und weiter. Später habe ich übrigens an dem Baum, wo jetzt auch das Handy drauf hängt, einen Rückspiegel gefunden, den schon mal da irgendwie einer verloren hat, zufällig. Also abgebrochen.
Ja, der Sven hat sich für eine andere Linie entschieden, als die wir besprochen hatten, was ja grundsätzlich auch überhaupt gar kein Problem ist, kann ja jeder fahren, wer will. Aber weil der Sven manchmal mit nur einer Linie nicht zufrieden ist, hat er sich dann hier auch gleich noch eine zweite gesucht und ist da erstmal schön sauber stehen geblieben. Und so saß die KTM dann auch erstmal sauber mit dem Unterverschutz auf. Ich habe mir fix eine Stelle gesucht, irgendwo auf diesem schlammigen Feldweg, Waldweg, um mein Motorrad abzustellen, um mir dann das ganze Ding anzugucken, und dann haben wir kurz beratschlagt über Intercom, wie wir es machen wollen. Ja, Ideen gab es viele, aber letztendlich hat Sven dann seinen Workout des Tages gemacht, hat die Kiste von 2 Spuren zurück in eine Spur gewuppt, und dann ging es da auch wieder raus. Wir kamen von da, dann sind wir hier lang gefahren und dann sind wir da reingefahren. Der Plan war dann da durchzufahren. Und einer hat sich gedacht, ich probiere was Neues. War eine super Idee, ging eigentlich auch zu 50% gut. Dann haben wir eine Verschnaufpause gemacht, haben ein bisschen Sauerstoff weggeatmet und jetzt sind wir beide da. Hallo Sven. Das ist Sven. Dann ging es weiter auf noch einige Kilometern Wald- und Feldwegen, und irgendwann tauchten dann am Horizont auch so die ersten Hügel auf, und wir wussten dann, dass wir uns Richtung Rumänien bewegen und demnächst dann auch über die Grenze fahren. Also das Maramuresch-Gebirge war nicht weit, und damit natürlich dann auch Satu Mare, da wo der TED in Rumänien anfängt. Der Plan war, dass wir in Satu Mare dann erstmal nochmal Pause machen, noch eine Schraube für die KTM besorgen, also für die Batterie, um den Pol wieder richtig anzuschließen, das nicht mit den Kabelbindern zu machen. Und ja, wir sind dann in Satu Mare eigentlich ganz gut untergekommen, haben dann quasi einen Tag lang schön Sightseeing gemacht, richtig ordentlich gegessen, und Satu Mare kann man eigentlich nur empfehlen, wenn man mal in der Gegend ist, weil es schlicht und ergreifend die Stadt unglaublich viele Gegensätze bietet. Also noch eine sehr schöne alte Architektur, dann tatsächlicherweise so Gründerzeit, ein paar Bauten, die auch so ein bisschen an, sagen wir mal, Berlin 20er Jahre erinnern. Und dann dieser unglaubliche sozialistisch-kommunistische Betonbrutalismus zwischendrin. Wahnsinn. Also es kommen gleich Bilder, guckt es euch einfach an. Das sind natürlich nicht alle Bilder, die wir da gemacht haben, aber einiges. Ist schon, ist schon krass. Unglaublich viele nette Menschen. Was auffällt, ist, dass eigentlich sehr wenige, gerade Männer, so im Alter von, sagen wir mal, so 30 bis 50 da sind. Die arbeiten halt in der Regel alle irgendwo im Ausland, verdienen ein wesentlich besser Geld. Dafür schmeißen die Jungen dann halt die Gastro und alle möglichen anderen Service, Dienstleistungen, Läden, Supermärkte und so weiter und so fort. Ja, super Stadt, sehr interessant. Wie gesagt, wenn man da ist, einfach mal vorbeischauen, lohnt sich. Ja, das war's dann auch schon von Satu Mare mit seiner durchaus vielfältigen Architektur, wunderbaren Restaurants, netten Leuten und letztendlich auch der Einstieg in den Bett. Das heißt, ab morgen geht es dann Richtung Botosch, und für den ersten Teil hatte ich eine Umleitung bzw. eine Alternativroute ausgearbeitet, da ein Stück des TEDs durch ein Natura 2000 oder 2008 Gebiet läuft. Das heißt, da darf man mit motorisierten Fahrzeugen überhaupt gar nicht rein. Es gibt ein paar Videos, da sind ein paar Leute dann noch vor 2, 3 Jahren durchgefahren. Dann gibt es auch schon eins, wo man schon den Schlagbaum sieht, Kamerawachen und so weiter und so fort. Und das letzte oder aktuellste, was ich gesehen hatte, da war dann auch tatsächlicherweise Schluss, weil da Ranger waren, und das ist, also die haben dann tatsächlich auch kein Verständnis. Man darf in Rumänien grundsätzlich nicht auf Rot fahren, ähnlich wie in Deutschland oder Österreich oder sonst was, außer es ist quasi erlaubt, wenn es erlaubt ist, dann auch nur auf den Wegen und Straßen, die schon da sind, es darf keine Schranken umfahren werden und so weiter und so fort. Das wäre in dem Fall jetzt so gewesen, deshalb haben wir gesagt, wir machen das nicht, haben das Stück umfahren. Das sind, ich glaube, keine 12 Kilometer gewesen oder was, und sind dann halt so früh wie möglich wieder auf den TED drauf. Ich hatte noch für 4, nein, insgesamt 7
Passagen, die auf dieser Alternativkarte, die es mal gab als Link bei transerotrail.com, nee, org oder com, was auch immer, hatte ich also Ausweichrouten gemacht. Von den 7 insgesamt hat sich dann relativ rausgestellt, war tatsächlich nur die erste, die wir nehmen mussten. Bei den anderen standen Schilder, die zum Teil auch auf der Webseite zu sehen waren. Wenn man die allerdings mal übersetzt, dann steht genau das drauf, was ich gesagt habe. Also man darf Gelände fahren, man darf dann halt die Wege nicht verlassen. Es gab teilweise Einschränkungen, die nur zu bestimmten Jahreszeiten galten. Die haben für uns natürlich auch nicht gegolten. Einmal war ein Bild fotografiert, das haben wir dann sogar gefunden, das Schild. Da stand irgendwas mit 600 € drauf. Ja, gut, mal kurz mit DeepL und Google Translate vorsichtshalber nochmal gegengecheckt, fotografiert, übersetzen lassen. Da steht nichts anderes drauf, als dass man keinen Müll abladen darf. Wenn man es doch macht, zahlt man 600 €. Das dazu. Also, fahren kann man die Strecke zu ganz, ganz, ganz großen Teilen immer noch. Teilweise Einschränkungen, ja, was Jahreszeiten angeht, und bei anderen Strecken muss man halt gucken, wenn der Schlagbaum zu ist, hat man halt Pech. Kann passieren, wenn zum Beispiel Jagden sind oder hier Holzwirtschaft gemacht wird. Ansonsten alle Leute, die wir getroffen haben Offroad, unglaublich nett und höflich. Gut, die Hunde nicht so. Also bei mir schon, bei Sven nicht so. Ähm, aber wir haben nicht einmal Ärger bekommen. Wir haben auch mal nachgefragt, ob man da jetzt durchfahren darf oder nicht. Und es hieß so, ja, kein Problem. Und die Leute sind ja selber da durchgefahren. Man sieht auch an den unglaublichsten Stellen, wo man sich mit dem Motorrad hochquält und schon, weiß ich nicht, Todesängste aussteht, steht dann plötzlich irgend so ein Dacia Logan von einem Pilzsammler. Ja, also völlig crazy. Gut, das war's dann also für diesen Teil und wir sehen uns weiter an Tag 9 der lustigen Reise. Bis dahin.